Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich das Video veröffentliche, aber es ist auf jeden Fall derselbe Tag, an dem ich die Geschichte mit der Getriebeflüssigkeit geklärt habe. Und wie in einem der vorherigen Videos ja bereits erwähnt, stört mich, dass die Batterie jetzt so rum verbaut ist, dass die Pole hier relativ nah an der Karosserie liegen. Sprich, wenn ich jetzt die Batteriepole löse, ist es immer gefährlich, dass da irgendwie ein Kurzschluss entsteht. Ich muss also immer erst den Minuspol zuerst lösen. Und auch insgesamt, wie gesagt, finde ich es einfach sehr unhandlich, dort an die Stelle ranzukommen. Wenn ich die Batterie drehen könnte, sodass die Pole hier vorne sind, wäre das viel einfacher zugänglich. Problem ist aber, dass das Pluskabel etwas zu kurz ist, als dass ich die Batterie drehen könnte. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Kabel zu verlängern. Ein bisschen, dann kann ich die Batterie drehen und habe da die Pole hier vorne und insgesamt dann einfach ein bisschen mehr Platz. Wie mache ich das? Ich habe mir hier verschiedene Teile besorgt, so eine Zange, um die dicken Stromkabel zu schneiden, so eine Krimpzange für den Fall, dass ich das brauche, um Dinge zu verkrimpen, also sprich um solche Krimpverbindungen hier herzustellen, kann man diese Zange nutzen. Vielleicht brauche ich es, vielleicht nicht, ich weiß es noch nicht. Dann entsprechenden großen Schrumpfschlauch, damit ich, wenn ich das Kabel verlängere, das mache ich hier über so einen Verbinder. Das heißt, ich isoliere von dem neuen Kabel und von dem bestehenden Kabel ein bisschen was ab, führe das in den Verbinder ein, befestige das dann und dann kommt eben der Schrumpfschlauch drumherum, denn das würde ja sonst ein offener Massepunkt sein und das ist natürlich nicht so gut, deswegen der Schrumpfschlauch. Ja, das ist jetzt soweit der Plan. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich nehme euch mit und mal schauen, ob das klappt, die Pole zu drehen bzw. die Batterie zu drehen. Das erste, was ich mache, ich werde jetzt den Minuspol lösen, damit dann später kein Kurzschluss mehr entstehen kann, wenn ich bei dem Pluspol die Verbindung löse, da das, wie gesagt, immer relativ nah hier an der Karosse ist und wenn ich da jetzt mit dem Schraubenschlüssel hinkomme, dann funkt's. Das wäre nicht so geil und deswegen erstmal den Minuspol weg. Ihr seht ja schon, das ist echt ein Gefummel, denn es passt natürlich nie. Und das ist hier auch kein Platz. Na gut, ich habe auch die falsche Seite vom Schlüssel. Mag daran liegen. So, jetzt habe ich die 13er Seite. Und auch dieser scheiß Tragebügel hier, der nervt halt echt. Der ist, wie ihr seht, ich komme immer mit der, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich komme hier immer mit der Hand hin. Ist echt furchtbar nervig. Genau, jetzt habe ich hier den Minuspol gelöst, der kommt weg. Und jetzt kann ich hier problemlos den Pluspol abklemmen. Und mich dann darum kümmern, das Kabel zu verlängern. So, Pluspol ist auch weg. Jetzt kann ich die Batterie rausheben. Ah, nee, kann ich nicht. Sie ist ja unten noch befestigt. Das habe ich schon wieder vergessen. Da brauche ich wahrscheinlich auch einen 13er. Ich habe übrigens in dem ersten Video, wo ich mich um die Batterie gekümmert habe, hatte ich euch ja gezeigt, dass es da unten so verrostet ist, dieses Batteriefach. Und ich habe tatsächlich in Amerika das Ganze neu gefunden. Ich bin da mal gespannt, wenn das kommt, ob das passt. Und wie gut sich das tauschen lässt, denn das war ja schon ganz schön verrostet. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Teile man noch neu bekommt für die Fahrzeuge. Also das ist echt super, die Ersatzteilversorgung. Da habe ich bisher noch nichts, wo ich mich beklagen könnte, gefunden. So. Batterie ist raus. Und das hier, dieses Pluskabel, das ist jetzt das Problem. Das ist nämlich zu kurz. Und das muss ein bisschen länger sein. Die haben hier unten so einen Kabelbinder ran gemacht, um das ein bisschen in Position zu halten. Der ist auch schon ein bisschen lose. Vielleicht nochmal nachziehen hier. Das ist ein wiederverschließbarer. Ja, und jetzt werde ich mich daran machen, das hier zu tauschen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Die wichtigsten Utensilien lege ich mir schon mal bereit. Einmal das Kabel,
den Verbinder und die Zange zum Zurechtschneiden. Jetzt brauche ich einen Schlitzschraubenzieher, um diese Anschlussklemme zu lösen, an der das Pluskabel aktuell befestigt ist. Die ist hiermit, ja, das ist einfach das so reingeklemmt, das Kabel. Oh, ich sehe gerade, wahrscheinlich hätte ich auch einen 13er nehmen können. Aber mit einem Schlitz geht das genauso gut. So, damit hätten wir das hier schon mal. Den ersten Test, den ich jetzt mache, ich drehe hier aus diesem Verbinder mal so eine Hülse raus. Dafür brauche ich so einen Sechskant und schau mal, ob ich das hier drüber bekomme, größentechnisch. So, drehe hier mal die Hülse raus. Ich lasse die andere Hülse mal noch drin, dass ich einen Anschlagpunkt habe. Mal schauen. So sieht das gut aus. Dann führe ich hier das Originalkabel mal rein. Das ist perfekt. Das verschwindet auch mit der Isolierung. Das heißt, wir haben also nichts Freiliegendes. Das ist schon mal gut. Dann klemme ich das wieder fest. Super Verbindung, also da passiert gar nichts. Und jetzt schaue ich mal, wie viel Kabel ich brauche. Ich will jetzt nicht alles nehmen. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, ist das relativ viel Kabel. Ich brauche hier aber nur ein bisschen was. So. Das bedeutet, mit ein bisschen Luft müsste die Länge hier reichen. Die schneide ich mir jetzt mal ab. Es geht sehr gut mit dieser Zange, also die ist echt super scharf. Kann man nichts sagen. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, noch ein bisschen Luft gelassen, für den Fall, dass da noch mehr weg muss. Aber ihr seht, lässt sich butterweich schneiden. Jetzt kommt der schwierigere Teil. Jetzt muss ich das hier abisolieren. Ich hoffe, das kriege ich auch mit der Zange hier hin. Aber das ist schon der deutlich schwierigere Teil. Ich drehe das einfach mal so ein bisschen. Schau mal, da die Ummantelung. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera erkennen kann, aber ihr seht hier schon das Kupfer durchblitzen. Und jetzt versuche ich das einfach wegzuziehen. Man sieht schon, es kommt immer mehr und mehr. Ist also nur noch an einer ganz kleinen Stelle, wo das hält. Jetzt ist es weg. So, damit habe ich das abisoliert. Und jetzt kann ich hier die andere Hülse auch rausdrehen und das wieder miteinander verbinden, die beiden Kabel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut so eine Verbindung ist, aber sie ist, hätte ich gesagt, relativ ähnlich zu dem, was ja original hier auch da ist. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr abisolieren. Ja, ein Stückchen muss ich noch. So, leider war gerade die Hauptkamera ausgefallen, deswegen habe ich hier ins Leere erzählt. Die andere Kamera hat ja hoffentlich noch aufgenommen. Hoffe ich jetzt zumindest, sehen wir dann im Schnitt. Also was ich gerade erzählt habe, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Verlängerung angebracht. Hält alles bombenfest. Ich bin super zufrieden mit diesem Zangenset. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das war, wie gesagt, diese Trennzange. Ich kann die jetzt hier auch zum Abisolieren wunderbar nehmen. Habt ihr ja gesehen, die ist echt klasse. Dann war so eine Krimpzange dabei und noch ein paar so Krimpaufsätze. Also wirklich ein cooles Set. Es war jetzt nicht besonders teuer und funktioniert wirklich gut. Dann habe ich hier vorne, wie gesagt, ihr habt ja schon gesehen, ich erkläre es nur noch mal, weil der Ton wahrscheinlich jetzt dann weg war, habe ich hier abisoliert und zwar genauso viel, dass hier nur so ganz minimal was übersteht und habe das dann hier wieder verpresst mit diesem Anschluss. Und auch das ist super fest. Jetzt werde ich hier das noch mit Schrumpfschlauch, also beziehungsweise mit einem Heißluftföhn bearbeiten, dass der Schrumpfschlauch sich darüber legt, dass wir da keine offene
Stelle haben mit dem Pluspol. Dann setze ich jetzt die Batterie gleich rein und dann schauen wir mal, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das in der Theorie gedacht habe und ob dann das Auto auch noch anspringt. Denn kann ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen, ich bin ja jetzt auch kein Experte hier in so Sachen, ich habe mir das einfach mal so abends überlegt, ob dann jetzt vielleicht hier irgendwie, keine Ahnung, ein zu großer Widerstand entsteht und das heiß wird. Was weiß ich, das muss ich jetzt schauen. Genau, aber der nächste Schritt ist der Heißluftföhn. Da nehme ich jetzt meinen Ryobi Heißluftföhn, der ist super praktisch. Könnt aber auch natürlich jeden anderen Heißluftföhn verwenden. Ich finde einfach nur diese Werkzeugserie ziemlich cool, von denen habe ich relativ viel, weil einfach die Akkus gut sind und sich das super miteinander kombinieren lässt. Schaue ich mal, wie gut hier der Schrumpfschlauch funktioniert. Noch tut sich gar nichts. Okay, der braucht wohl echt Temperatur. Jetzt tut sich ein bisschen was. Ja, jetzt fängt auch an zu glänzen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Ja, so 100% zufrieden bin ich noch nicht. Ja, richtig zufrieden bin ich nicht. Ich hatte jetzt leider keinen kleineren. Und es war auch schwierig, jetzt da einen guten Kompromiss zu finden zwischen der relativ kleinen Stelle hier am Kabel und der dicken am Verbinder. Ich werde jetzt hier 2 Kabelbinder drumherum machen, damit einfach da jetzt nicht irgendwie Wasser reinlaufen kann oder sonst irgendwas. Ist jetzt nicht ideal. Wenn da einer gute Schrumpfschläuche kennt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist auch sowas, da habe ich jetzt schon verschiedene ausprobiert. So richtig begeistert war ich bisher noch von keinem Schrumpfschlauch oder von keiner Schrumpfschlauch-Variante, die ich im Einsatz hatte. Aber es gibt ja so gut wie nichts, was man nicht mit Kabelbindern lösen kann. Ist nicht besonders schön, ich weiß. Dafür aber selten. Und es sollte auch den Zweck erfüllen, dass da nicht allzu viel Wasser rankommt. Ich meine, hier vorne ist es ja eh relativ geschützt im Motorraum. Aber so ist das, denke ich, nun echt in Ordnung. Und wir sind jetzt schon so weit, dass ich die Batterie wiederholen kann und mir reinsetzen. So, jetzt setze ich die Batterie wieder rein. Diesmal mit gedrehten Polen. Das ist auch immer ein Scheiß, die da rein zu manövrieren. Größere Batterie wird echt schwierig, so eng wie das hier alles ist. Wahrscheinlich werde ich sie auf kurz oder lang doch an eine andere Stelle verbauen müssen. So, das sitzt wieder. Das erste, was ich jetzt mache, ist hier unten die Kralle wieder anschließen. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video so ausführlich gezeigt habe. Ich glaube aber schon. Das ist einfach so ein Fuß, der hält dann unten die Batterie in Position.
Ist auch eine 13er, mit der das Ganze gesichert wird. So, und jetzt haben wir eben den Umstand, dass der Pluspol jetzt hier außen sitzt, der Minuspol hier. Ich aber insgesamt einfach ja, viel besser an diese Pole rankomme. Klar, beim Pluspol ist jetzt immer noch der Kotflügel hier relativ nah, aber an den Minuspol komme ich super ran. Und hier vorne war das echt eklig. Also das sieht echt gut aus. Wenn das jetzt auch noch technisch alles funktioniert, bin ich echt happy. So, dann nehmen wir zuerst mal den Pluspol. Stöpseln den an. Falsches Werkzeug. So, jetzt habe ich hier richtig Platz, um den anzuziehen. Das ist viel angenehmer als vorher. So, der ist fest. Hier unten, wie gesagt, läuft jetzt das Kabel, das ich verlängert habe. Das ist ja schön abisoliert, sollte also keine Probleme machen. Das ist schon mal gut. Hat hier drüben auch zur Karosse genug Platz. Zur Not kann ich ja auch hier unten das variieren über die Position des Kabelbinders, wo ich das nachher genau haben möchte. Das sieht gut aus. Jetzt nehmen wir mal noch den Minuspol. Okay, also die Anschlüsse hier gehen nur in eine Richtung drauf, die sind konisch und deswegen musste ich es jetzt ein bisschen drehen. Jetzt lasse ich das Ganze nach unten zeigen, mache das fest hier, schiebe das dann auf den Batteriepol. So, der ist fest, Pluspol ist fest, der Minuspol hier, da mache ich mal noch ein Stückchen. So, der ist auch fest. Kabel sind alle sauber verlegt, nichts schleift irgendwo, das sieht sehr gut aus. Und hätte ich gesagt, sind wir bereit für den ersten Start. Schauen wir mal, wie sich es verhält. So, ich habe hier allen möglichen Krimskrams, den ich noch so hatte, jetzt rausgenommen. Jetzt setze ich mich einmal ins Auto und wir schauen einmal, ob er anspringt, ob es funktioniert. Ihr seht jetzt wahrscheinlich vor mir, ob es irgendwo funkt. Aber im Idealfall sollte das ja funktionieren. Das erste, was ich jetzt teste, ist, ob ich überhaupt Strom habe. Ich habe hier mein Radio, das seht ihr jetzt nicht, aber ja, Radiostrom geht, das ist gut. Jetzt mache ich einmal Zündung. Zündung geht auch. Sieht gut aus. Jetzt probiere ich einmal zu starten. Sofort angesprungen. Einwandfrei. Läuft ein bisschen unrund, aber wie gesagt, das liegt jetzt eher am Motor und nicht an der Stromversorgung. Hervorragend. Ich mache wieder aus, sonst qualmt er mir hier die ganze Hütte voll. Ausgezeichnet. Hervorragend, voller Erfolg. Ich bin happy. Die Batteriepole sind getauscht. Das ist auch gut, es war jetzt nur ganz kurz, aber es ist nichts warm geworden. Wenn es ein gröberes Problem wäre, denke ich, hätte sich dadurch das Starten schon auch Hitze entwickelt, wobei es nur ein kurzer Startvorgang war. Also klar, ist jetzt kein Langzeittest. Sollte es da Probleme nochmal geben oder ich generell die Batterie nochmal an eine andere Position bauen, erfahrt ihr das natürlich in einem Video. Ansonsten ist die Aufgabe für heute gelöst. Ja, ich bin happy. Wie gesagt, die Batterie ist jetzt gedreht. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen laden. Ich habe ihn jetzt zweimal gestartet, damit die wieder schön voll ist. Dann trenne ich sie wieder vom Minuspol. Auch, wie gesagt, wenn ich diesen Dingern nicht ganz traue, aber besser als nichts. Ich hoffe, für euch war was Hilfreiches dabei. Wie gesagt, das Kit für diese, ja, für das Verkrimpen von solchen relativ dicken oder eben Kabel mit großem Querschnitt verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung zusammen noch mit dem ein oder anderen Kabelset, was ich da jetzt gekauft habe. Das ist, denke ich, sehr hilfreich. Ja. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.